Mit etwas Glück kann man auf der Düne Seehunde beobachten. Allerdings sollte man auf eine Entfernung von mindestens 30 Meter achten. Hinter dem Leuchtturm ist noch eine zweite, viel größere Gruppe mit Kegelrobben. Die kleinen Kameraden hier sind Sanderlinge und die gehören, oh Wunder, zur Gattung der Strandläufer. Sie ernähren sich vorwiegend von Krebstieren, Würmern, Insekten, Fliegenlarven, doch manchmal auch von pflanzlicher Kost wie Sämereien. Und hier sind insgesamt 3 Start- und Landebahnen für die großen Vögel auf dem Flugplatz Helgoland-Düne EDXH. Die größte mit 480 mal 30 Meter, also ein Achtel der Länge und die Hälfte der Breite von München. Auf der anderen Seite der Insel ist der Campingplatz und der Badestrand. Und weit draußen der größte Offshore-Windpark Deutschlands. Etwa 100 Arbeiter sind im 14-tägigen Wechsel für 2 Stromanbieter auf Helgoland stationiert und bescheren der Insel durch die Gewerbesteuereinnahmen einen mehr als ausgeglichenen Haushalt. Das gelbe Haus ist übrigens die Jugendherberge. Damit nicht noch mehr weggespült wird, sind beide Inseln nun ordentlich befestigt. Zurück auf der Hauptinsel, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben dichtete hier das Deutschlandlied. Wenige E-Autos gibt es auch, Fahrräder sind auf der Ganzlinsel aber verboten. Ich bin von dem Marsch durch den tiefen Sand auf der Düne eigentlich noch fix und fertig und bin wieder ins Oberland aufgestiegen. Um 16:30 Uhr in einer Stunde, laut evangelischer St. Nikolaikirche, geht meine Fähre zurück nach Hamburg und ich will noch ganz hinter zur Langen Anna. Oh. Schon der Reiseführer merkte an, dass beide Inseln bei einem Kurzaufenthalt eigentlich nicht zu schaffen sind. Im Oberland ist die Wohnsiedlung von Helgoland.
Der Großteil der Hauptinsel liegt auf 50 bis 60 Meter Höhe mit steil abfallenden roten Sandsteinklippen. Die Sprengung von Bunkeranlagen auf Helgoland fand am 18. April 1947 um 13 Uhr statt. Die von den Briten als Operation Big Bang oder britisch Bang bezeichnete Sprengung war mit 6.700 Tonnen Sprengstoff, die eine Sprengkraft von ca. 3,2 Kilotonnen TNT-Äquivalent entwickelten, die bis dahin größte nicht-atomare Explosion. Das Ziel der Sprengung waren die Bunker und Militäranlagen. Endlich beim Wahrzeichen der langen Anna angekommen. Es ist 15:50 Uhr. Das wird eng. Hier ist außerdem in den steilen Klippen eine große Kolonie mit Bastölpeln. Auch Jungtiere mit Pflaum sind noch da. Was sofort auffällt, sind die vielen roten und blauen Fragmente aus Fischereinetzen in den Klippen. Die Bastölpel nutzen diese als Nistmaterial und nicht selten verheddern sich die Vögel in den Netzen und verenden qualvoll. Aber nun schnell zurück auf dem Rundweg, es ist mittlerweile 16 Uhr. Die bunten Bauhaushäuschen stehen mittlerweile unter Denkmalschutz. Fünf Minuten vor Abfahrt bin ich endlich zurück an Bord und es kann nach Hause gehen. Das war knapp. Eigentlich würde ich als Juror nun sagen, die Rückfahrt braucht es nun wirklich nicht mehr. Das hatten wir alles schon. Aber es erwarten uns noch einige spektakuläre Bilder in der Abendsonne. Der Holunder-Jet ist 56,4 Meter lang, 14 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2,5 Metern. Er hat 4 Maschinen zu je 2240 Kilowatt, also 90 VW Golf, bietet aber auch 680 Passagieren Platz, also 135 VW Golfs. Das Kernkraftwerk Brokdorf wurde 1986 in Betrieb genommen und am 31. Dezember 2021 stillgelegt. Es gehört zu den 10 erzeugungsstärksten Kernkraftwerken weltweit. Das Kraftwerk Brunsbüttel ging 1976 ans Netz und wurde 2011 stillgelegt. Hier ist die Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal, der 1895 in Betrieb genommen wurde. Er ist 100 Kilometer lang, verkürzt den Weg um 250 Seemeilen und ist 11 Meter tief. Es sind Schiffe bis zu einer Größe von 235 Metern zugelassen. Hier das Ende des früher Kaiser Wilhelm genannten Kanals auf der Kieler Seite. Das sind die höchsten Strommasten Europas mit 189 und 227 Metern, um die Durchfahrtshöhe von 75 Metern zu gewährleisten. Wir laufen bei Flut ein und jetzt kommen die wirklich großen Pötte.
Die HMM Dublin ist ein Megamax 24 Containerschiff. Mit 399 Meter Länge und 61 Meter Breite kann sie bis zu 24.000 Container transportieren. Die 3 rechteckigen Kästen obenauf sind für das hintere Leitwerk der A380. Nur so zum Größenvergleich.